Stehst du manchmal nachts auf und gehst in den Kühlschrank? Natürlich. Ja, ich freue mich. Um ein Bier zu holen. Also, hallo meine Lieben, willkommen wieder bei Vivi kocht. Heute senden wir wieder aus Berlin und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast, den Musiker und Komponisten Ingo Günther. Guten Tag. Der Ingo. Hallo, schön bist du da. Ja. Ingo hat ein ganz besonderes Rezept mitgebracht. Und zwar ist das eine Pizza, und zwar eine Pizza Bianca, wie es heißt, also eine Pizza ohne Tomatensauce und dann mit Rucola und ja, Parmesan. Dann müssen wir noch gucken, was wir sonst alles drauf machen. Eine Pizza, die ich komischerweise mal das Rezept in einem Restaurant gesehen habe, während ich ein schreiendes Kind, die Luise, musste ich stillen quasi, da konnte ich zugucken, wie der Kollege das in Italien gemacht hat. deine Tochter. Meine Tochter, genau. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Inzwischen ist sie 32, das heißt, das Rezept ist 30 Jahre alt. Also dann haben wir es mit einem Profi zu tun, würde ich sagen. Weil Und ich würde mal sagen, wir müssen ja erstmal machen wir mal den Teig. ja. Jetzt mache ich das, es gibt natürlich immer 1000 Menschen, die immer genau Gramm anzeigen und alles mögliche Genau, wie machen. machst du es denn? Ich mache es eigentlich, jetzt weiß ich gar nicht, welche Menge wir haben müssen. Also- ich nehme einfach eine, hast du so einen Becher, einfach so einen Kaffeebecher, den habe ich immer so. Kaffeebecher. Ja, oder so ein? Ja, oder sowas. Nee, oder so, hier das rote Ding. Sehr ist doch gut. So, weil dann mache ich eigentlich, vielleicht wird es zu viel, mache ich einfach 3 Teile Okay. von Also dem siehst du, Mehl. wir machen jetzt ein Rezept, wo wir keine Waage für brauchen. Genau. Nee, weil ich habe zwar eine Waage, aber ich sehe den immer so schlecht und es ist mir dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, ist Ich doch mache das gut. einfach so. Ich habe mir sagen lassen, dieses durch ein Sieb machen ist eigentlich auch totaler Quatsch. Man hat das früher, glaube ich, immer nur gemacht, weil Wegen den falls- Mehlwürmern, oder? ja, sowas oder weil vielleicht noch Steine drin sind oder so. Aber das ist ja heute irgendwie auch nicht mehr. Also ich mache jetzt 3 von diesen Dingern. Okay. Soll ich schon mal Wasser warm machen? Genau, Hefe? Wasser, genau, Wasser Das muss warm. so lauwarm sein. Genau, lauwarmes Wasser. Und ich mache das jetzt so, dass ich das eigentlich schon alles zusammentue, weil ich irgendwie dann auch das schon sehr lange kneten möchte und dann verteilt Ja. sich das dann sowieso alles. Ach Jetzt so. nehme ich so ein Teelöffel von dieser Hefe, das muss eigentlich reichen. Ja, wieso nicht das ganze Paket? Wäre zu viel? Braucht Wäre man zu nicht? viel, braucht man eigentlich gar nicht, weil wir müssen das eigentlich, muss der Teig jetzt auch dann noch so 3 Stunden mindestens gären. Ja. Und das passiert dann mit dem Ah, warmen okay. Wasser. Dann Man würde braucht der gar nicht so viel. kaputt gehen, wenn man dann zu viel Hefe reintut? Nein, es ist ja so, die Hefe ist ja quasi nur ein Starter. Deshalb, Ja. der Teig muss ja auch, man denkt immer den Teig, dass man den einfach nur verrührt. So ist es ja nicht. Man macht ja mit der Hefe und dem Salz und dem Wasser und dem Mehl, dass man ja wirklich knetet und dass daraus ja wirklich was Neues entsteht. Ja. Davon mache ich 2. Okay. Jetzt muss ich gleich mal schauen mit dem... Jetzt hast du es aber kochend gemacht. Ja, aber wir müssen es wahrscheinlich noch mal. Ja, ich glaube, kochen ist... glaub ich, so, mach mal Nee, so zu warm. heiß. Ich mache Genau, jetzt mach mal so, genau. lauwarm. Ich mix das noch mal mit kaltem. Ja. Ist heiß. Das ist doch super. Okay, super. Schön Dann lauwarm. nehme ich erstmal ein so ein Ding davon, aber eigentlich müssen es 1,5 sein. Ach so, es sind auf eine Tasse kommt eine halbe Tasse Wasser. Nee, ich habe jetzt, genau. Genau. Genau, die Hälfte ungefähr. Genau, okay. Aber das kommt immer von Mehl. Von Mehl ist es immer so ein bisschen verschieden. So, jetzt weiß ich nicht genau. Ich mache das natürlich zu Hause mit einer Maschine. Die ist jetzt hier nicht da. Aber das heißt, eigentlich müssen wir wirklich lange kneten. Ah, wirklich? Ja, was ich nämlich auch noch mal gehört habe, das ist nämlich, dieses Teigmachen ist gar nicht nur, dass man es quasi nur vermengt, wie man es nicht beim Kuchen machen würde. Das würde das reichen. Bei Hefeteig ist es noch was anderes, weil man muss wirklich diese Hefe und auch das Mehl, man muss das wirklich zu einer, in einem neuen Aggregatzustand verkneten. Da muss man auch gucken, und das hat, glaube ich, auch was zu tun mit diesen ganzen Blasen. Aha. Man muss, wenn man lange knetet, also ich lasse es in der Maschine wirklich 10 Minuten Wirklich? kneten. Ja. Und dann entsteht, man merkt es auch, dann entsteht nämlich noch ein bisschen mehr Wasser, nämlich. Entsteht nämlich sowas wie, ich sage mal, Kaugummi. Und Kaugummi ist, wir kennen das alles mit Kaugummis, kann man Blasen machen. Teig muss quasi so lange geknetet werden, dass jetzt, glaube ich, dieses ganze Gluten da rauskommt und dass da wirklich eine neue Sache irgendwie entsteht. Aha, okay, deswegen also. Deswegen, Ja, weil das sonst, ist klar. würden jetzt Blasen entstehen von der Hefe. Ja. Die gehen aber einfach raus.
Ja. Wenn aber der Teig so gummimäßig geworden ist, dann gehen die nicht raus, dann bleiben sie drin. Und wenn die Blasen drin bleiben, dann haben wir... Dann haben wir einen schönen fluffigen Teig. Genau. Ah, deswegen, so Genau. hat es mir noch keiner erklärt. So, haben wir jetzt kurz verrührt und den knete ich jetzt. Ja, genau. Und damit er nämlich aussieht wie das. Und das sieht ganz anders aus. Verstehst du? Ja, der hat auch richtig, der riecht so nach. Ich tue den Teig nämlich immer dann in so eine Schüssel, dann tue ich ein bisschen Olivenöl rein. So, und dann kommt der Teig da rein. Da lasse ich den 3 Stunden mindestens. Man kann ihn aber auch über Nacht im Kühlschrank lassen. Weil dann es braucht die Zeit, weil dann fängt dann an zu gären. Wie gesagt, Teig, das ist ja auch, Hefe ist ja lebendig. Das sind ja kleine Tierchen, die wollen irgendwie leben und die machen diese Blasen und so. Und jetzt mache ich das Ding mit den feuchten Händen, kann man mal ganz kurz sehen, wie das aussehen muss. Dann wird es immer dieses gestretcht. Man sieht auch hier diese Blasen, ist richtig, es ist wirklich... Wow, ist der elastisch. Eben, genau das ist der Witz an der Sache. Da muss man wirklich... Und auch gar nicht jetzt anfangen, da rein zu drücken. Ah, gut, ja. Und nicht jetzt hier diesen machen oder so. Guck mal hier, und wie die... Siehst du, wie alles voller Blasen entsteht. Wow, Siehst du es? ja. Genau. Das ist das Ding. So, das ist nur dieses... Ah, okay, so wird das... Okay. Ja, und jetzt hast du dieses Kaugummi-Ding. Ja. Und man merkt auch, es lebt, ne? Ja. Ein bisschen wie der Block, kennst du ihn noch? Es ist hier, und du siehst da wieder Blasen entstehen. Ja. Siehst du, wie das ist? Das ist hier, guck mal da, hier. Kannst du hier reden, man siehst da Da ist sie. ist sie. Die entstehen dann. Super. Und jetzt, genau, und ich glaube auch, Geht's weiter. Genau, jetzt geht's weiter. Okay, den Ofen vorgeheizt. Und auf wie viel Grad, Ingo? Auf alles. Oh, geil! Alles, Und was geht. machen wir? Ober-Unterhitze oder machen wir Heißluft? Alles. Ja, aber welche? Das volle Programm. Aber was? Was hast du denn wie ein Herd zu Hause? Ich hab einen Gasofen, leider Gottes. Okay, und das ist ja wahrscheinlich Ober-Unterhitze. Nee, ist nur Unterhitze, also ich brauche für den einen neuen Ofen. Aber da auch immer volles Programm, also was geht, das geht. Komm, dann machen wir Ober-Unterhitze, also Genau. das haben alle. Ober, unter und Luft. Ober-Unterhitze und das können wir bis 280 Grad machen. Ja, hau rein. Genau. Yes, hatten wir Volles noch nie. Programm. Mal sehen. Volles Programm. Bam. Jetzt machen wir erstmal den Salat. Okay. Den knallt man nicht einfach so drauf, den bereitet man vor. Den bereitet man vor und den tun wir noch danach erst drauf. Salatschüssel, der Salat ist schon Wunderbar. gewaschen. Du hast dir Rucola gewünscht? Rucola, den brauchen wir auch noch. Nee, aber erstmal brauchen wir Knoblauch. Ja. Bist du eher die Presse oder der Schneider? Ja, man sagt ja, also da mache ich das mit der Presse. Normalerweise schneide ich, aber da finde ich das irgendwie die Presse gut. Damit man die nicht so im Mund hat, oder? Nee, und dann ja auch nochmal eine wichtige Sache, was ja sowieso bei Salat finde ich auch mal sehr wichtig. Die Reihenfolge ist ja auch entscheidend. Absolut. Ich habe eine, Erst- wie machst du? Genau. Erst Essig, also Knoblauch und dann erst Essig ran. Genau. Weil natürlich ist ja ganz klar, der Knoblauch ist so und dann kommt Essig, geht so in den Knoblauch rein. Das pressen wir jetzt hier rein. Das ist jetzt Also aber wir pressen jetzt erstmal das den Ding Knoblauch Knoblauch da rein. Aber man merkt natürlich jetzt schon, dass das jetzt schon hier, dass der Knoblauch mit dem Essig, das ist natürlich klar, da geht jetzt schon gleich was. Ne? Oh ja, das duftet jetzt schon. Ja, das ist so. Und jetzt erst Olivenöl. Aha, das ist hier. Und da kommt Olivenöl, ja mein Gott. Ja. Kann man nicht, ist ja auch gesund. Soll ja auch gesund sein. Du kochst gerne, Ingo, ne? Ich koche gerne, ja. Ja. Ich habe als Kind immer gekocht. Ich war schon immer als Kind schon immer saß ich neben dem Herd und habe dann das Rührei schon oben rumgerührt. Also Wirklich? Ja, das habe ich als Kind schon Und hast du gerne da bei gekocht. Mama geguckt oder bei Papa? Sozusagen? Nee, bei Mama, nee, mein Papa Ja. der konnte nicht kochen gar nicht. Kommen sie aus Norddeutschland, da wird ja das Kulinarische steht ja nicht so ganz im Vordergrund. Naja, Bremen. Bremen, genau. Also, da habe ich schon oft gut gegessen. Und in Bremen isst man ja zum Beispiel den Braunkohl auch mit Pinkel. Das gibt's ja auch eine. Was ist Pinkel? Das musst du den Zuschauern, die es nicht wissen, musst du verraten, was Pinkel ist. Man könnte jetzt auf Ich bin jetzt kein Metzger. Ich glaube, es ist auch so eine Art Grützwurst. Das ist so, aber das ist, in Bremen heißt das Ding Pinkel. Und man nimmt das auch raus. Und es ist so wie Soll ich so, da rein tun direkt? Da rein, genau. Ja. Schmeiß rein. Das kann dann schon mal so ein Ach, bisschen. das ist die Grützwurst? Ich dachte, das ist immer der Schnaps, den man dazu trinkt. Nee. Warst du dann früher als Teenager viel in Hamburg? Ja, das ist ja mal so ein Problem als Bremer. Ne? Der Bremer, der geht natürlich nicht nach Hamburg, ist ja klar. Da gibt es ja den alten Streit. Ne? Das die Hamburger sagen immer, ja, wir sind
das Tor zur Welt. Genau. Und die Bremer sagen dann immer, naja gut, aber auch nur das Tor. Und die Bremer... Ja, genau. So, nee, und dann eben natürlich das Bremer Wahrzeichen ist ja dieser Schlüssel, dieser Bremer Schlüssel. Und dann sagen die, ja okay, ihr habt das Tor zur Welt, aber wir haben den Schlüssel. Ah, sehr gut. Und ich mache das jetzt schon mal auch hier mit den Tomaten. Die können nämlich jetzt auch schon so ein bisschen was von diesem ganzen Zeugs abbekommen. Den baller ich da einfach mal rauf, rühre es aber noch nicht um. So, Okay, weil sonst zu früh schnell zusammenfällt. Genau. Aber der Okay. Jetzt machen wir eigentlich, haben wir das eigentlich schon erledigt? Jetzt müssen wir den Mozzarella, der ist da, den müssen wir noch klein schneiden, Ja, ein bisschen und den trocken machen. Trocken? Okay. Trocken, weil ich immer gerne, weil das ist so, wir brauchen dieses ganze Wasser, das brauchen wir ja gar nicht. Ja. Mal hier wieder schön. Ach so, das ist jetzt das, was der Pizzabäcker in der Luft macht. Das macht er in der Luft, genau. Das ist jetzt so das Ding. Guck mal hier, siehst du hier, guck mal, wie das alles... Jesus Gott, sind das Blasen. Das ist das Ding. Jetzt ist Geschick gefragt. Ach, diesen Drehen wahrscheinlich. Ne? Das sieht aber sehr professionell aus, Ingo. Wie wäre das jetzt irgendwie so, weißt du, dass man das irgendwie jetzt so auf diese... Glatt? Ich habe das mal gelernt, ja. Was heißt gelernt? Also, ich kenne das. Wir haben das so Eltern, zu Hause, ja, so richtig war das nicht, aber weil wir sehr viel geritten haben oder auf Bauernhöfen oder so. Du reitest, Ingo? Ich habe geritten als Kind. Wirklich? Ja. So richtig Turniere? So richtig Turniere, so Springreiten. Springreiten. Wie hieß denn dein erstes Pferd? Mein erstes Pferd war ein Pony, das hieß Dunja, Donja, süß. genannt Ziege, weil sie mich immer runtergeschmissen hat. Hast du ein großes Pferd gehabt? Ein großes Pferd, das war Achill. Oh. Ich habe so Springreiten gemacht, genau. Challenge, weil man will das Ding auf der einen Seite auseinanderziehen. Ja. Man will aber irgendwie die Blase nicht zerstören. Das ist so ein bisschen, nennen wir es mal rustikal. Jetzt tun wir dann den Mozzarella da drauf. Ja. Wie lange dauert es ungefähr? So 2 Minuten? Ja, oder so, ja, oder? 2 oder 5, ich weiß nicht genau. Ah, okay. Der ist aber gut. Parmesan ist hier, den müssen wir noch rein. Ah, ich schreibe den schnell. Ich habe einen sehr schönen Hobel. Ah, was für ein Hobel. Das war so ein V-Hobel. Weil du kannst wirklich damit wirklich sehr feine Sachen, so Krautsalat machen. Oh! Und so, also das kannst du richtig, es ist richtig super. Ja, guck mal, wie sieht, oh, sieht gut aus. Ingo, endlich. Ach, ich habe sehr gerne, Kartoffelpuffer habe ich sehr gerne gegessen. Oh, mit Apfelmus. Nee, mit Apfelmus nicht, komischerweise. Ah, interessant. Mit was hast du das dann? Einfach Das so ist mit einfach Salz. so. Oder mit Ketchup. Oh, ist ja... Ja. Oder mit Ketchup. Das kann ich so nicht. Weil Luise, zum Beispiel meine Tochter, die Ja. hat ja diese wahnsinnige Theorie aufgestellt, die ich wahnsinnig gut finde. Und sie sah, also damals schon, sie sagte, ohne Ketchup schmeckt alles gleich. So, Super. ich glaube, wir können hier loslegen. Loslegen. Okay, also wir... Ingo, Dankeschön. Schön. Super. Super. Auch mit dem Knoblauch. Ja, ich finde auch so schön, das ist wirklich Pizza, aber jetzt nicht so Pizzatonne oder so, sondern man hat immer dieses Salatige, dieses... Das ist super leicht. Und der Knoblauch, die Kombination ist einfach genial. Ingo, vielen Dank. Danke dir. Dass du hier warst.
Tschüss.